Lichtsetups für Produktvideos oder Produktfotografie können schnell kompliziert und vor allem ziemlich teuer werden. Daher helfe ich dir dabei, wie du Zeit und Geld sparen kannst und trotzdem professionelle Produktaufnahmen erstellen kannst. Schließlich willst du mit Produktvideos oder Produktfotografie Geld verdienen und nicht Unsummen ausgeben. Richtig? In diesem Video zeige ich dir 3 professionelle Lichtsetups, für die du nur 2 Lampen brauchst. Und wenn du bis zum Schluss dabei bleibst, dann zeige ich dir als extra sogar noch ein modernes Lichtsetup, für das du sogar nur eine Lampe brauchst. Legen wir direkt los. Ladies and Gentlemen, willkommen bei Product Shot Mastery. Ein Lichtsetup ist ganz einfach gesagt die Frage, wo man wie welches Licht hinstellt, damit das Produkt möglichst schön, ästhetisch oder begehrenswert aussieht. Und eine gute Lichtsetzung macht den gewaltigsten Unterschied zwischen Amateuraufnahmen und hochwertigen Produktaufnahmen. Ernsthaft, wenn das Licht gut gesetzt ist, dann ist es fast egal, welche Kamera du nimmst oder welche Bewegung du machst. Es wird immer extrem sexy aussehen. Daher kommen wir direkt zum ersten Lichtsetup. Hier brauchst du natürlich ein Produkt und eine Kamera, die auf das Produkt ausgerichtet ist. Das erste Hauptlicht stellst du dann im 45-Grad-Winkel neben die Kamera. Dabei ist es völlig egal, auf welcher Seite der Kamera. Mach es am besten abhängig davon, ob das Produkt selber auf einer Seite ein Detail hat, was du hervorheben möchtest. Das zweite Licht positionierst du dann auf der gegenüberliegenden Seite irgendwo zwischen 90 und 120 Grad. Bei diesem Aufbau kommt es darauf an, dass du möglichst großflächig beleuchtest, also mit einer großen Softbox oder noch besser mit einem großen Diffusor. Und ein kleiner Tipp am Rande: Bringe den Diffusor so nah wie möglich an das Produkt, ohne dass er dabei selber im Bild ist. Das ist für Produktvideos natürlich wichtiger als für Produktfotografie, wo man den Hintergrund deutlich einfacher ausschneiden kann. Bei diesem sehr einfachen Lichtaufbau kann man aber schon direkt sehen, was für einen krassen Unterschied Licht bei Produktvideos oder Produktfotografie machen kann. Der eine Unterschied bringt die Aufnahmen einfach auf ein komplett anderes Level. Und weil ich das häufiger gefragt werde, das Wichtige bei Lichtern ist, dass sie möglichst leistungsstark und über eine größere Fläche verteilt sind. Das heißt, du kannst auch relativ billige Lampen nehmen und trotzdem hochwertige Produktaufnahmen erstellen. Dieses Lichtsetup ist fast schon ein Klassiker für Produktbeleuchtung. Es ist ziemlich egal, was für ein Produkt du so beleuchtest oder was für eine Kamerafahrt du nutzt. Es sieht eigentlich immer gut aus. Genau wie du. Wenn dieses smooth Kompliment mal kein Like wert ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn du diesen Lichtaufbau allerdings noch ein bisschen interessanter gestalten möchtest, dann kannst du mit Farbfolie ein Licht oder beide Lichter einfärben und so einen Stil erzeugen, der besser die Marke repräsentiert. Kommen wir direkt zum zweiten Lichtsetup, wofür du nur 2 Lichter brauchst. Hier wird das Hauptlicht relativ knapp über der Kamera angebracht und leicht nach unten geneigt. Das zweite Licht wird direkt hinter das Produkt gestellt und leuchtet durch das Produkt hindurch in die Kamera. Da das Bild so allerdings noch relativ flach und eindimensional ist, erzeugst du mehr Kontrast im Bild, indem du an bestimmten Stellen Licht einfach wegnimmst. Dazu kannst du schwarzen Molton verwenden oder schwarze Pappe oder keine Ahnung, irgendwas Schwarzes. Ein T-Shirt, Handtuch. Zuallererst kannst du den Hintergrund so noch ein wenig interessanter gestalten, indem du so einen Lichtstrahl erzeugst. Den Kontrast auf dem Produkt selber kannst du aber auch verstärken, indem du das Licht mit Molton minimierst, was von der Seite auf das Produkt fällt. Ich bin jedes Mal davon beeindruckt, was für einen Unterschied es machen kann, an einigen Stellen einfach Licht wegzunehmen, anstatt immer mehr neues Licht hinzuzufügen. Dieses Setup ist besonders für transparente Produkte geeignet, die im besten Fall leicht farbig sind. Durch die Beleuchtung von hinten kommt diese Färbung besonders hervor und Getränke wirken fast so, als würden sie leuchten. Und natürlich kannst du auch hier wieder mit farbigem Licht arbeiten, um die Marke stärker hervorzuheben. Und was ich an dieser Stelle auch besonders hervorheben möchte, wenn du keine weiteren Tipps rund um das Thema Produktvideos und Produktfotografie verpassen möchtest, denn ich habe noch richtig coole Ideen, wie du deine Produktaufnahmen verbessern kannst, dann drück ganz einfach unten den roten Abo-Knopf einmal. Du kannst mir natürlich auch sehr gerne bei Instagram folgen. Dann haben wir jetzt noch das dritte Lichtsetup. Aber nicht vergessen, dass danach noch ein extra Lichtaufbau mit nur einem Licht kommt. Okay, das ist ein richtig cooler Aufbau. Das Hauptlicht wird dieses Mal als große Flächenleuchte so nah wie möglich über dem Produkt positioniert. Das alleine gibt schon einen sehr hochwertigen Look. Das zweite Licht ist hier etwas flexibler einsetzbar. Du könntest es wieder knapp über der Kamera aufbauen, um die Vorderseite mit dem Label etwas aufzuhängen. Oder du leuchtest damit auf den Hintergrund für eine Vignette. Natürlich kannst du es auch wieder schräg hinter das Produkt stellen, um eine schöne Lichtkante zu erzeugen. Wichtig ist hier nur, dass der Untergrund am besten schwarz ist. Dabei kann es mattschwarz sein für einen sehr dramatischen Effekt oder spiegelnd, damit es so aussieht, als würde das Produkt schweben. Dieses Lichtsetup ist erstaunlich weitreichend einsetzbar. Ich sehe es häufig bei organischen Produkten wie Nahrungsmittel oder Pflanzen. Aber auch technische Produkte oder prinzipiell Objekte, die viel und groß reflektieren, werden sehr gerne so beleuchtet. Und ich glaube, ich muss
nicht erwähnen, dass man auch hier wieder sehr gerne mit farbigem Licht arbeiten kann. Bevor ich das extra Setup mit nur einem Licht verrate, schreib mal bitte ganz kurz in die Kommentare, welche Themen dich noch interessieren. Kamerafahrten, Kameraequipment, Steuererklärung für Selbstständige, völlig egal. Einfach in die Kommentare damit. Okay, jetzt kommen wir zu einem Setup, mit dem du sehr elegante und moderne Produktaufnahmen machen kannst und dafür nur ein einziges Licht brauchst. Das Produkt liegt auf einem matten weißen Untergrund und die Kamera ist direkt von oben darauf gerichtet. Und das eine Licht strahlt direkt und ohne Diffusor in einem Winkel auf den Flakon. Und dadurch ergibt sich so eine schöne Lichtbrechung auf dem weißen Papier. Diesen Look sieht man sehr häufig bei hochwertigen und teuren Duftflaschen oder Flakons. Aber wir wären hier nicht Product Shot Mastery, wenn wir diesen Look nicht noch ein bisschen optimieren können. Das Problem bei einer so direkten Beleuchtung ist, dass das Produkt wenig zum Reflektieren bekommt. Was man daher machen kann, ist, dass man in einem Diffusormaterial so ein kleines Loch schneidet. Durch das Loch bekommen wir dann die schöne Lichtbrechung des direkten Strahlers und durch den restlichen Diffusor bekommen wir so schöne Lichtzeichnungen auf dem Produkt selber. Als Material eignet sich dafür sogenannte Frostfolie oder, wenn man eine einfache, günstige DIY-Lösung haben möchte, weißes Backpapier. Mega easy und super günstig. Als kleines Extra kannst du auf der gegenüberliegenden Seite noch so eine weiße Reflexion erzeugen, zum Beispiel mit einem weißen Blatt Papier oder ähnlichem. Und so einfach hast du dann einen modernen und sehr hochwertigen Parfüm-Look. Und damit haben wir jetzt sogar 4 hochwertige und einfache Licht-Setups, für die du maximal nur 2 Lichter brauchst. Links zu allen Produkten sind wie immer in der Videobeschreibung. Weißt du was? Wenn du so weit geschaut hast, dann lass uns doch mal zusammen in den Kommentaren die Leute verwirren, die nicht so weit geschaut haben. Schreib einfach mal ohne irgendeinen Zusammenhang eine zufällige geometrische Form in die Kommentare. Also Kreis, Dreieck, Oktaeder, keine Ahnung. Schauen wir mal, wie die anderen darauf reagieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau dir unbedingt eins dieser beiden Videos an. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin tschüss, bye bye und ciao.